Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches und schnelles Rezept für eine Cookie- bzw. Kekspizza, belegt mit Smarties Fruchtgummi und gehackten Mandeln. Dafür als erstes für den Keks 125 Gramm weiche Butter, 150 Gramm Zucker, ein Ei und ein Päckchen Vanillezucker in eine Rührschüssel geben und für 2 bis 3 Minuten mit einem Mixer verrühren, bis die Masse weiß und cremig ist. Als nächstes ein Sieb hernehmen, einen gehäuften Teelöffel Backpulver sowie 225 Gramm Mehl zum Teig sieben und anschließend ebenfalls kurz mit einem Mixer unterrühren, bis sich alles gut verteilt hat. Zum Schluss kommen noch 100 Gramm Schokotropfen dazu. Die Schokotropfen einfach mit einem Teigschaber kurz unterheben und dann ist der Cookie-Teig auch schon fertig. Den Teig jetzt auf ein gefettetes und mit Mehl bestäubtes Pizzablech geben, gleichmäßig darin glatt streichen oder mit den Händen gleichmäßig andrücken. Und dann im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 15 bis 20 Minuten goldbraun abbacken. Den fertigen Keks anschließend aus dem Ofen holen, etwas abkühlen lassen und währenddessen können wir uns um die Pizzasauce kümmern. Dafür 125 Milliliter Sahne in einen kleinen Topf gießen, bei niedriger bis mittlerer Hitze erwärmen und sobald die Sahne anfängt zu köcheln, vom Herd ziehen und über 200 Gramm grob gehackte Zartbitterschokolade gießen. Das Ganze für etwa 1 bis 2 Minuten stehen lassen und danach mit einem Löffel verrühren, bis daraus eine dickflüssige Schokoladencreme entstanden ist. Die Schokoladencreme auf den ausgekühlten Cookie gießen, gleichmäßig bis zum Rand verstreichen und wenn das erledigt ist, können wir die Pizza belegen. Hier könnt ihr im Prinzip nehmen, was ihr wollt. Ich habe mich für Smarties, Fruchtgummi und gehackte Mandeln entschieden. Einfach auf der Pizza verteilen, danach zum Aushärten zur Seite stellen und dann können wir die Pizza auch schon servieren. Mit einem Tortenheber vorsichtig unter den Keks fahren und die Cookie-Pizza einfach aus der Form gleiten lassen. So sieht die fertige Pizza dann aus. Unten ein leckerer Cookie, Schokoladencreme und Süßigkeiten on top. Als nächstes die Pizza nur noch in Stücke schneiden und dann kann auch schon serviert werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.